Das Godot Engine Editor Layout besteht aus verschiedenen Docs mit verschiedenen Funktionsweisen. Doch wann arbeitet man in den einzelnen Bereichen und wie kann man eigene Layouts zusammenstellen? Ich bin natürlich Most Wanted und ich erkläre dir dieses Godot 4.3 Feature in wenigen Minuten. Unterstütze das Video gerne mit einem Daumen hoch, wenn es dir gefallen sollte, abonniere sehr gerne für weitere Folgen und weitere Tutorials und schreibe auch Feedback und Fragen gerne in die Kommentare. Los geht's! Wenn du ein Projekt in der Godot Engine startest, wirst du grundlegend dieses Standard-Layout sehen. Wir haben hier 5 verschiedene Bereiche mit verschiedenen Docs und Funktionen. Standardmäßig findest du in der Godot Engine unten links dein Dateisystem. Hier drin platzierst du alle Ressourcen, die zu deinem Projekt gehören. Grundlegend hast du immer nur den Res-Ordner gegeben und das Icon SVG in jedem neuen Projekt. Aber du kannst auch eigene Ordner anlegen, wie hier in den letzten 4.3 Tutorial Folgen. Da haben wir auch Unterordner drin und zum Beispiel hier haben wir C-Sharp-Dateien und auch GD-Script-Dateien. Aber du kannst auch Sachen importieren, wie Grafiken, wie Audio, 3D-Modelle, Schriftarten, JSON-Dateien oder auch anderes. Jeder Ordner an sich und jede Datei haben einen sogenannten Resource Path. Wenn du etwas auswählst, findest du am oberen Rand hier den internen Pfad zu dieser jeweiligen Datei. Jeder Ordner hier kann auch eingefärbt werden per Rechtsklick, Set Folder Color und dann haben wir hier die verschiedenen Farben, die möglich sind. Du kannst auch oben suchen, zum Beispiel nach dem Wort C#. Da haben wir hier mehrere Code-Dateien, die dieses Wort hier vorne als Präfix enthalten. Standardmäßig gibt es oben links 2 Bereiche. Import ist für die Ressourcen, die von außerhalb in dein Projekt gekommen sind. Zum Beispiel eben Grafiken, Audio oder auch 3D-Modelle. Da kannst du unten im Dateisystem mal das Icon SVG auswählen und du siehst, dafür gibt es hier oben die verschiedenen Eigenschaften. Wenn du etwas veränderst, leuchtet der Button unten gelb auf mit einem Stern, was bedeutet, Achtung, du hast Änderungen, drück mich unbedingt, damit die Sachen wirksam werden. Für Szenen aufzubauen gibt es 4 Kategorien von Nodes. Wir haben 2D-Szenen, das sind eben alle Sachen, die für 2D-Levels gedacht sind. Wir haben 3D-Szenen, eben für eine 3D-Welt. Wir haben User-Interfaces für Benutzeroberflächen, wie auch lustigerweise die Godot Engine selbst aus ihren eigenen Elementen besteht, denn alles, was du hier im Editor irgendwo siehst, ist als User Interface Node irgendwo verfügbar und du kannst es auch genauso stylen und aussehen lassen. Und dann haben wir noch hier die Other Nodes. Das sind alle Nodes, die nichts mit 2D-Daten, 3D-Daten oder mit UI-Daten zu tun haben und einfach zum Beispiel als Systeme parallel laufen sollen. Nehmen wir mal User Interface. Dann wird hier oben unsere neue Wurzel-Node Control eben angelegt. Wenn wir jetzt hier per Rechtsklick Add Child Node aufrufen, können wir unten drunter andere Nodes anhängen, egal welcher Art. Und dann kannst du sie auch bearbeiten. Der Viewport ist dein Blick in deine gebaute Welt. Jeder einzelne Node in der Szene trägt dazu bei, dass sich hier mehr Elemente anzeigen lassen. Egal ob hier bei 2D oder UI, dafür gibt es hier oben den Bereich 2D und für 3D-Nodes hier gibt es den 3D-Viewport. Das heißt, du kannst mit Godot also 2D- und 3D-Spiele aufbauen. Wichtig zu wissen ist nur, beide Welten können niemals parallel gerendert werden. Aber die UI-Elemente, die du hier in 2D platzierst, werden auch über der 3D-Welt natürlich für dich gerendert und dargestellt. Das heißt, Control-Nodes sind was Besonderes. Aber wenn du hier hingehst und mal genauer schaust, beim Suchbegriff Kamera, findest du unter Node 2D einmal die Kamera 2D und unter Node 3D die Kamera 3D sowie auch für VR und Cross Reality die XR-Kamera 3D. Du musst also immer entscheiden, welche Kamera soll aktiv sein, deine 2D-Welt oder deine 3D-Welt. Beide parallel gehen nicht. Entscheide weise und überlege, welche Art von Spiel du bauen möchtest. Wenn du zwischen 2D und 3D wechselst, wirst du merken, dass sich die Symbole hier am oberen Rand ändern. Und das sind eben die wichtigen grundlegenden Tools, die du in 2D und 3D hast. Du musst deine Szenen immer in Dateien speichern. Wenn du auf diesen Tab hier oben schaust, hast du einen Stern hier. Stern heißt ungespeicherte Änderung. Rechtsklick und dann speichere die Szene als Datei und dann such dir einen Ordner aus und dann
kannst du hier unten drin auswählen, welches Dateiformat. TSCN ist textbasierte Szene, ist besser zu bearbeiten und zu lesen, aber halt langsamer beim Laden, während SCN binär ist, deswegen für dich als Mensch schlecht lesbar, aber sehr gut und schnell beim Laden. Wähle aus, welches von beiden du haben willst. Ich nehme sehr gerne hier SCN und ich nehme das hier mal in dem Falle root.scn und speichere das. Dann taucht das Ganze unten links hier als Datei auf. Auf der rechten Seite findest du 3 wichtige Bereiche. Der Inspektor ist das Werkzeug, was du andauernd nutzen wirst, um Variablen und Werte zu ändern. Egal, ob du eine Ressource auswählst, wie hier unten das Icon SVG oder eine Node deiner Szene, dann kannst du hier auf der rechten Seite in diesen einzelnen Abschnitten alles konfigurieren, was zum Control dazugehört. Du siehst die Ableitungshierarchie der Klassen. Control leitet ab von Canvas Item. Canvas Item wiederum leitet ab von Node. Unten drunter kannst du auch Skriptdateien anfügen, zumindest dann, wenn diese von der obersten Klasse ableiten. Wenn du eine Node kennenlernen willst über die Doku, dann drück im Inspektor direkt rechts neben dem Namen der Node den Doc-Button, denn der Doc-Button öffnet dir sofort die Online-Dokumentation hier in der Godot Engine, nicht extern im Browser. Wenn du etwas nicht finden solltest, dann kannst du im Inspektor auch hier oben das Filter Properties nutzen. Zum Beispiel such mal hier nach dem Begriff Process. Wir haben eine Gruppe, die so heißt. Wir gehen mal auf die Control Node und suchen hier mal nach Position. Finden wir unter Layout und da haben wir Transform Position. Neben allen existierenden Eigenschaften und Variablen hier oben gibt es auch bei den Nodes die Signale. Das sind im Grunde Events, die aufgerufen werden, wenn bestimmte Sachen passieren. Zum Beispiel deine Maus betritt den UI-Bereich hier oder die Maus verlässt den Bereich wieder. Das sind alles Events, an die du dich anmelden kannst. In GDScript hier ist es empfehlenswert zu sagen, Rechtsklick und dann Connect, um eine Methode daran anzumelden. In C# macht es wie gewohnt im Code. Bei C# Events einfach Plus gleich oder mit Minus gleich, ist wirklich super simpel wie normale C# Events. Wenn du Nodes einfacher auffindbar machen willst, kannst du sie auch hier oben über Gruppen zusammenführen. Einfach das Plus drücken, eine Gruppe erstellen, zum Beispiel hier eben Test, die soll global gelten im kompletten Projekt und dann ist dann eine Node dieser Gruppe hier zugeordnet. Denn du kannst immer abfragen per Code, ob deine Node zu einer gewissen Gruppe gehört oder eben nicht. Zum Schluss gibt es noch hier oben den Bereich Historie. Da siehst du alle Änderungen, die du machst und die kannst du auch per Steuerung Z wieder rückgängig machen oder mit Steuerung Y wiederholen. Zu guter Letzt unten in der Mitte findest du den Debugging- und Konfigurationsbereich. Denn wenn du jetzt hier unten schaust, Output ist die Konsole, Debugger sind eben, während das Programm läuft, wenn Exceptions und Fehler auftreten. Bei Audio kannst du eben den Masterbus umstellen, Animationen, wenn du eben mit dem Animator arbeitest, theoretisch hier unten auch kontextbezogen, Tile Maps und Tile Sets sowie Sprite-Animationen kommen hier hin, wenn du Shader bearbeiten willst oder eben das gesamte Projekt neu bauen möchtest. Und das musst du bei C# immer, denn MS Build hier, der Hammer, den du hier findest oder auch oben rechts beim Play-Symbol, den musst du drücken, wenn du C#-Code-Dateien änderst und die DLL neu bauen möchtest. Wenn du einzelne Bereiche größer haben willst, kannst du hier an den Rändern mit der Maus das Ganze mal breiter ziehen. Zum Beispiel hier so. Und viel wichtiger ist, wenn du jetzt damit ein Editor-Layout bauen möchtest, du findest bei jedem Bereich im dunkelgrauen Bereich hier oben diese 3 Punkte mit den Dock-Positionen. Nehmen wir mal zum Beispiel an, wir wollen das Dateisystem hier unten Move to Bottom haben. Dann ist das hier unten etwas so wie in Unity. Vielleicht willst du ja, dass der Inspektor für deine Nodes auf die linke Seite wandern soll. Also machst du 3 Punkte und wählst den Bereich hier unter dem Dock aus, wo schon 2 drin sind. So kannst du das komplette Layout der Godot Engine anpassen, bis es dir gefällt. Und wenn du fertig bist, gehst du oben auf Editor, Editor Layout und Save Layout, ganz wichtig. Denn dann speicherst du diese Anordnung unter einem bestimmten Namen, mal eben hier Tutorial. Und du kannst es darüber auch wieder auswählbar machen. Editor, Editor Layout, nehmen wir hier nochmal Default oder hier mal ein anderes für den Stream, alles auf der rechten Seite direkt. Das kannst du dir einrichten, wie du möchtest. Wie startest du dein Projekt? Du musst deine Szene Rechtsklick Main Scene ernennen. Dann ist diese immer der Startpunkt für dein Projekt. Wenn du jetzt hier oben auf das
Play-Button drückst mit F5, dann schaut dein Projekt hoch. Aber wichtig ist, schau dir hier oben den Bereich Szene mal genau an. Wir haben einmal die Local Scene, das ist das, was du im Editor bearbeiten würdest. Und wir haben die Remote Scene und wir können jetzt hier zur Laufzeit die Werte von diesen einzelnen Bereichen ändern. Ob wir jetzt hier die Fenster größer anders haben wollen, meinetwegen nur noch 500 mal 200 und wir gucken ins Fenster rein. Und das war eine umfangreiche All-in-One-Folge über den Aufbau des Godot Editors. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn ja, ein Daumen nach oben wäre ein Träumchen für Support. Gerne auch den Kanal abonnieren für weitere Tutorials. Und deine Fragen, Feedback oder auch Anregungen sehr gerne in die Kommentare unter diesem Video. Ich bin sehr gespannt und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder oder auch im nächsten Livestream auf Twitch. Link in der Videobeschreibung. Vielen Dank dafür und bis dahin, yours truly most wanted. Bye bye. Tschüss.